Hallo, ich bin Vincent. Ich sitze hier mit meinen beiden Kumpanen Nebencharakter 1 und Nebencharakter 2. Falls ihr euch fragt, welcher von diesen hübschen Kerlen ich bin, sage ich euch, ich bin der in der Mitte, der mit der wilden Ausstrahlung, der euch wohl als erstes ins Auge gefallen ist. Dieser, der allein durch seinen Blick ein Aufschrei nach individueller Freiheit so laut in euer Gehirn prügelt, dass selbst eine Schachtel Aspirin euch nicht mehr helfen kann. Dies ist wohl alles, was ihr vorerst über mich wissen müsst. Die anmutige Gestalt rechts von mir ist Nebencharakter 1. Er redet nicht viel. Dies mag auch der Grund sein, warum ich ihn den besten meiner Freunde nenne. Es mag zwar nicht den Anschein erwecken, aber er ist wohl einer der intelligentesten Menschen in diesem Kaff. Vielleicht sogar intelligenter als du und ich. Der andere Typ neben mir ist Nebencharakter 2. Zu ihm gibt es nicht viel zu sagen. Er ist wie jeder x-beliebige Creep, den man nachts an unserem Bahnhof anfindet. Aber er ist ein ganz netter Typ. Ich habe ihn zumindest einst erblicken können, wie er einer alten Dame über die Straße geholfen hat. Oder wollte er doch nur ihre Handtasche stehlen? Naja, dies tut jetzt nicht viel zur Sache. Und diese grausame Kreatur um uns herum ist unser dreckiges Kaff. Hier müssen wir unser Dasein fristen. Wir müssen hier wohnen, hier unseren Geschäften nachgehen und manchmal, ja, da gehen wir hier auch zur Schule. Das Einzige, was mich in dieser lebensfeindlichen Umgebung am Leben hält, ist der Gedanke, dass ich wohl der einzige Besondere hier bin. Wenn man sich ansieht, wie Geschäftsmänner und Bausklaven, dumme und vermeintlich Intellektuelle, hier ihrem täglichen Trott nachgehen, aber man mich mit diesen vergleicht, ja, dann fällt einem auf, dass ich hervorsteche, dass ich nicht diesem niederen, gehirngewaschenen Fußvolk angehöre, ja, dass ich der Protagonist dieser Stadt bin. Diese Vorstellung hat mir schon durch viele dunkle Tage geholfen, aber ich spüre, dass dies nicht mehr lange anhält, ja, dass sich heute am 25. Juli 2017 alles ändern wird. Wir haben uns jetzt übrigens auch mal La La Land angeschaut und ich muss wirklich sagen, ich war echt überzeugt. Das war echt extrem gut. Ich habe noch nie so was Gutes im Kino gesehen. Die Darsteller Oscar-würdig. Die Kamera, die Farbgebung, die war sehr gut. Und das Kino war komplett voll. Das sagt doch auch schon einiges aus. Und wieso warst du eigentlich nicht dabei? Sonst wirst du dir immer den ganzen Scheiß anschauen, aber da nicht. Was Ja, willst du überhaupt? Das ist Ja, La du La wolltest Land. lernen. Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. La La Land, das ist doch einfach nur ein Film, der gerade gehypt wird. Warum sollte? Das ist einfach kein gescheiter Film, tut mir leid. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man denkt, das wäre ein guter Film, dann hat man einfach keine Ahnung von Filmen. Dann bist du einfach wie jeder Transformers-Fan und jeder andere Idiot, dass es sowas gibt, mal ganz im Ernst. Und was glaubst du die ganze Zeit mit der Schule? Du bist doch selbst seit in der Schule, mal ganz im Ernst, abgesehen davon. Was lernt man da überhaupt? Ich jetzt wirklich nicht viel. Ja, was hattest du lieber angeschaut? Bessere Filme wie zum Beispiel sowas wie Persona, Ikiru, Außer Atem oder keine Ahnung, Rom auf den Start. Wie wär's mal mit Filmen aus diesem Jahrhundert? Du meinst also aus dem Jahrhundert der unendlichen Verdummung, dem goldenen Zeitalter des anspruchslosen Blockbusters? Alter, hörst du dir auch manchmal auch selbst zu? Es gibt immer noch genauso viele gute Filme wie damals vor 100 Jahren oder wo du auch immer lebst. Oh, vergib mir, mein Herr Michael Bay, für meine ungestüme Blasphemie. Ich bin ein Narr. Vergib mir. Ob du's glaubst oder nicht, du hast auch nicht immer recht. Er fand den Film auch gut, oder? Erklär du mir, was in diesem Film so toll sein soll. Das siehst du. Es gibt kein gutes Argument dafür. Das ist der perfekte Beweis, dass ihr euch vom Mainstream lenken lasst und ich nicht. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass nicht alles, was populär ist, auch schlecht sein muss? Du bist doch derjenige, der immer behauptet, irgendwie alles zu wissen. Immer laberst du so einen Müll und dann biegst du dir immer alles so zurecht, dass du gut dastehst. Gesteh doch einmal ein, dass du auch mal Unrecht hattest. Ihr zwei seid einfach schlechte Freunde. Ihr verbündet euch grundlos gegen mich.
Immer. Lass mich einfach mal in Ruhe. Das einzige zwielichtige Bündnis hier ist dein Bündnis mit dem Hochmut gegen die Vernunft. Deine Scheiß-Attitüde regt mich sowas von auf. Jetzt überdenk mal deine ganze Einstellung, wir können weiterreden. So schlimm kann ich doch gar nicht sein. Ihr seid doch die Einzigen, die sich darüber beschweren, dass ich eine herablassende Attitüde habe. Oder was auch immer. Also hör doch auf, so einen Müll zu reden. Und lass mich einfach in Ruhe. Vielleicht aus Mitleid, weil du wohl keinen anderen Antrieb im Leben hast und niemand dafür verantwortlich sein will, dass der arme Vincent verkümmert und zum depressiven Kind wird. Er hat dich nur gefragt, was am Sonntag los war, und du fängst wieder mit demselben Müll an. Jeden Tag müssen wir uns das Gleiche anhören. Oh, ich, der heilige Vincent, muss der ganzen Welt verkünden, dass ich etwas Besonderes bin. Oh, ihr armen Maden, verneigt euch vor mir. Jeden Tag die gleichen Argumente, die gleiche Sturheit, die gleiche Folter für mein Gehirn. Warum hängen wir überhaupt noch mit dir ab, wenn wir uns sowieso nur anhören dürfen, wie toll du doch bist? Kapierst du denn nicht, dass du nichts Besonderes bist? Es gibt tausende Hipster und Narzissten wie dich, die kein Mensch braucht. Ich möchte jetzt nicht zu grob sein, schließlich will ich dein aufgeblasenes Ego nicht zum Platzen bringen, aber hast du mal darüber nachgedacht, dass du durch deine Haltung nur Pessimismus verbreitest? Du tust dir damit selber auch keinen Gefallen. Oder hast du etwa Angst davor, einmal Spaß zu haben, der ausnahmsweise mal nicht daraus besteht, andere Menschen niederzumachen? With your feet in the air and your head on the ground, try a trick, spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. You ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming. I went swimming in the Caribbean. Animals were hiding behind the rocks, except for one little fish that says to me, swears he tried to talk. Where is my mind? 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 Way out in the water, see it swimming. With your feet in the air and your head on the ground, try a trip and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? 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 Where is
Haben die zwei Idioten vielleicht doch die ganze Zeit recht gehabt? Ist mein ganzes Leben eine Lüge? Oder zumindest mein halbes Leben oder mein Dreiviertelleben? Bin ich doch nur genauso wie 1000 andere Menschen auf dieser Welt, eine Ameise, die von ihren Insekten jeden Tag durch den grauen Bau der Monotonie geleitet wird, ein Niemand, ein Tropfen im Ozean. Doch ist dies nun gut oder schlecht? Denn ist es nicht gleichzeitig erschreckend und beruhigend, nicht der Einzige zu sein? Immerhin erweckt dies in mir einen Funken Hoffnung dafür, dass die Menschheit nicht komplett am Arsch ist. Könnten wir nicht die nächste Generation von Stephen Hawkings werden? Doch wie sähe der Himmel aus, wenn es nicht nur einen Gott gäbe, sondern Tausende von ihnen? Wäre die Erde am 7. Tag aufgrund von Überlastung verreckt? Wäre dann der Himmel nicht mehr das Paradies, sondern wie die Erde von Krieg und Eifersucht geprägt? Dann wäre das letzte Stück Perfektion vernichtet. Es wird einen Grund haben, warum es nur einen Präsidenten, einen Papst, einen Jesus, einen Gott gibt. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass alles andere keinen Sinn machen würde. Wieso sollte es mehrere von mir geben? Würde das nicht die komplette Existenzberechtigung entziehen? Oder ist dies gerade das, was uns am Leben hält? Der Wettbewerb zwischen Menschen, zwischen Konzernen, zwischen Ländern. Würde unser Leben überhaupt einen Sinn machen, wenn wir nicht identisch wären? Würde dies nicht unseren kompletten Antrieb lahmlegen? Wieso sollten wir uns noch bemühen oder uns weiterentwickeln, wenn sowieso festgelegt wäre, wer der Beste ist? Egal, ob es nun gut oder schlecht ist. Ich bin, wenn die Idioten recht haben. Wohl genauso oder zumindest ähnlich wie die ganzen anderen. Aber was mir dieser Gedanke jetzt bringt, weiß ich auch nicht.